Hallo miteinander, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Folge von unserer fliegenden Werkstatt. Wir werden einmal das erste Werkzeug dran nehmen, nämlich die Kreissäge. Kreissäge, die eigentlich auch mobil sein sollte. Und zwar vom Prinzip her wäre sie schon mobil, indem sie an der Kreissäge selber zwei Rädchen hat, aber das ist nicht das Wahre, wir wollen ja nicht am Boden arbeiten. Wir haben hier dazu ein Gestell, das eigentlich die Säge auf die richtige Höhe bringt, aber die ist, wie ihr seht, gar nicht mobil. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist, die Säge mobil machen, dass sie standfest und gleichzeitig mobil ist. Gut, als erstes machen wir eine kleine Extrawurst. Eigentlich werden die Traversen da mit dem Winkel gegen unten montiert. Wir machen es jetzt aber anders. Und wieso? Das seht ihr gerade. Ich habe mir da ein Brett gesagt. Ganz normale Pressplatte. Das tut es für unseres So, jetzt haben wir hier eine ganz ergiebige Ablagefläche, die uns sicher nützlich wird sein. Gut, nächster Schritt. Mobil heisst mit Rädchen. Aber wie kann ich eine Kreissäge mobil machen und trotzdem standfest? Das zeige ich euch. Ich habe hier Lenkrollen, die ich anderswo ausgebaut habe. Es braucht keine neue. Wir haben Schlossschrauben. Schlossschrauben kennt ihr. Wir haben hier Schlossschrauben. Das kennt ihr. Um nachher die Schrauben festzumachen. Scharnier brauchen wir auch, sogenannte Bänder. Für das brauchen wir passende Bretter. Ihr werdet gerade sehen, wie und was. Wir messen einmal die Breiten. Das sind 62 cm und das sind 66 cm und etwas. Gut. Da brauchen wir eine Breite von 6 cm. Die Bretter tun wir uns hier aus dem einen grossen Brett zusammensagen. So. Ihr seht, ist auch nicht so die wahnsinnige Lösung. Darum machen wir uns ein eigenes Gestell. So, jetzt habe ich meine Brettchen. Also, jetzt, wie gesagt, wir kommen jetzt
die Brettchen auf zwei Seiten. Es ist leicht schräg, also tun wir die so dann. All die Sachen sind dann nachher fest im Jumper drin, dann entfällt auch die Umbiegerei. So, jetzt haben wir schauen, ob die da lang genug sind. Ja, sind lang genug. So, so. So, oder? Gut. Gut. Ist stabiler, aber nicht mobiler. Wir brauchen jetzt die zwei Brettchen. Und zwar dürfen die nicht länger als so sein. So. Gut, das ist besser gewesen. Gut. Wieder zuerst ausstecken und dann versorgen. Jetzt, das sieht jetzt mehr nach mobil aus. Die tun wir jetzt hier anreißen. Ihr seht, da und auf diese Seite auch. Gut. Und zwar will man ein bisschen Platz machen. Weil, obwohl das Schlossschrauben sind, sind es doch ein Deckel oben durch. Und diesen Platz tun wir jetzt mit einer Forstnerschraube machen.
So, jetzt mal schauen, ob wir es richtig gemacht haben. So. Die sehen, super. Keine Luft. Jetzt beim Zusammenschrauben aufpassen. Einmal umbremst, einmal bremsen. Gut. Das sieht ja schon mobiler aus. Wir sind aber noch nicht fertig. Jetzt kommt nämlich der Abschluss. So. Und jetzt müssen die noch da hin. Und für das sage ich euch gerade, was das bedeutet. Gut. Jetzt kommen innen Scharnier dran. Diese Seite das Gleiche. Aufpassen, die Bremse ist da. Seht ihr, so ist mobil. Wenn ich fest bin, dann bin ich fest. Gut. Und falls jemand noch daran denkt, natürlich noch ein Kleberli, damit wir uns den Boden nicht verkratzen. Und auch nochmal ein bisschen rutschfester ist. So. Ich sehe, wir können am besten von fest auf mobil umschalten. Super. Aber kaum die wir uns bewegen, ist alles weg. Nicht gut. Für das haben wir eine Lösung. Und zwar ganz simple Fensterhaken. Fensterhaken.
Ich brauche nur den Haken, den Ring hier noch nicht. Also, Blut der Gewalt. Also, und das kommt jetzt dann da an. Als Horizontal. So, zuerst ein bisschen vorbohren. Nicht mehr. Und wir haben jetzt hier, das ist wichtig, versenkbare Schrauben. Jetzt einfach so, dass es das Licht kann bewegen, ohne große Linien her. Und dann das nächste. Ihr seht, wenn es fest gemacht ist, funktioniert nicht. Jetzt ganz vorsichtig dieses die richtige Spannung drauf. Einfach, dass es ein bisschen klemmen tut. Sehen wir? So. Und jetzt seht ihr schon den Unterschied. So, seht ihr? Gut, ohne Problem abzunehmen. Besser würde ich sagen, das Untergestell montieren und festmachen. Das Untergestell ist nicht ganz genau quadratisch. Für was auch? Wäre absolut übertrieben gewesen. Aber am Knie hinein haben wir es richtig gewünscht. So, ausrichten. Und dann ist gut, dann kann man arbeiten. Und zum Versorgen
So. So. Und tschüss und Feierabend.